Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch die häufigsten Punkte aufzählen, warum euer Geschirrspüler nicht abpumpt. Hier habe ich einen Geschirrspüler der Firma Siemens. Diese ganzen Tipps sind letzten Endes auch für andere Geräte anzuwenden. Ich erkläre in diesem Video erstmal nur die Ursachen und unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch noch die einzelnen Videos, wie ihr letzten Endes dann die Probleme beheben könnt oder nach den einzelnen Bauteilen schauen könnt. Hier möchte ich euch wie gesagt nur die Tipps geben, sonst wird das Video zu lang, an was es alles liegen kann. Zuerst solltet ihr den Ablaufschlauch kontrollieren. Der Ablaufschlauch ist im Normalfall mit so einem Ablaufkrümmer an das Spülbecken angeschlossen und läuft direkt hier in den Siphon hinein. Hier ist schon der erste Punkt, wo man schauen sollte, denn da wo der Ablaufschlauch auf diesen Krümmer aufgesteckt ist, ist eine Verjüngung. Hier setzen sich relativ häufig Fette ab, dann kann sich dieses kleine Loch zusetzen und im Endeffekt ist das Problem, dass euer Gerät nicht mehr anständig abpumpt und noch das Restwasser im Gerät stehen bleibt und ihr das Problem habt. Die nächste häufige Ursache, warum ein Geschirrspüler nicht mehr abpumpt, dafür schauen wir in den Innenraum des Geschirrspülers. Das sind hier unten diese Siebe. Diese Siebe sollte man gründlich reinigen, denn auch hier sammeln sich unten oftmals Fette an. Das Gerät kann dann nicht mehr anständig das Wasser abpumpen. Es bleibt noch etwas Restwasser im Gerät stehen und das Problem, dass das Gerät nicht abpumpt, hat man dann letzten Endes auch. Dann reinigt man, wie gesagt, diese Siebe gründlich unter warmem, laufendem Wasser und das Problem ist behoben. Als nächster Punkt, das ist eine Besonderheit bei Bosch Siemens, kann man noch das Flügelrad der Ablaufpumpe direkt aus dem Innenraum heraus kontrollieren. Oft passiert es, dass an diesen Sieben ein Obstkern oder ein Glassplitter sich vorbeimogelt, dann in die Ablaufpumpe gelangt und dort das Flügelrad blockiert. Hier kann man direkt eine kleine Abdeckung im Pumpentopf entfernen und dann in das Flügelrad der Ablaufpumpe hineinschauen. Wie gesagt, das passende Reparaturvideo dazu verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Als nächste Ursache haben wir noch diese Wassertasche. Hier an dieser Seite läuft der Ablaufstrang entlang und hier dieser zugesetzte Bereich, das ist die Entlüftung für den Ablaufstrang. Wenn letzten Endes diese Entlüftung mit Fetten zugesetzt ist, kommt es vor, dass die Pumpe zwar den Druck aufbaut, aber auch wiederum nicht so viel Druck aufbauen kann, dass sie gegen diese Verstopfung ankämpfen kann und somit wird das Restwasser nicht komplett abgepumpt oder auch gar nicht abgepumpt und ihr müsstet diese Verschmutzung reinigen. Dazu baut man am besten diese Wassertasche komplett ab, legt sie über Nacht in ein Essigbad ein. Auch das passende Video verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Dann muss man diese komplette Wassertasche letzten Endes auch nicht austauschen. Habt ihr diese Möglichkeiten alle abgeklärt und eure Ablaufpumpe pumpt das Restwasser immer noch nicht ab, dann bleibt noch die Möglichkeit, vorne an der Vorderfront die Möbelblende abzubauen und danach schaut man hier unten nach. Dort sitzt auch noch eine Blende davor, das ist bei den meisten Geschirrspülern so und wenn ihr diese Blende entfernt habt, könnt ihr dann letzten Endes auch hier die Ablaufpumpe ausbauen, um diese dann mit einem Multimeter zu prüfen, ob diese vielleicht elektrisch defekt ist. Wie das funktioniert, auch das verlinke ich euch nochmal. Sollte bei eurem Geschirrspüler hier vorne keine Blende sein, ist das auch kein Problem. Dann baut das Gerät aus, kippt es komplett auf die Rückseite, dabei kann nichts passieren. Wichtig ist nur, dass ihr links und rechts noch ein paar Handtücher oder alte Lappen hinlegt, denn es kommt noch etwas Wasser herausgelaufen. Und danach könnt ihr die Bodenwanne von unten entfernen. Die ist dann meistens von unten nur eingeklipst. Bei Miele ist sie mit 4 Schrauben noch gesichert. Und wenn ihr dann die Bodenwanne entfernt habt, könnt ihr von unten auch die Pumpe ausbauen und einzeln kontrollieren. Wenn ich euch mit diesem Video ein wenig helfen konnte und euer Gerät wieder funktioniert, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Sollte ich euch mit diesen Tipps nicht weiterhelfen können, dann schreibt mir einfach eine E-Mail mit eurem Problem, was ihr habt und ich helfe euch dann gern per E-Mail weiter.